paranormalwarehouse.com Begleiten Sie uns bei Behind the Shadows, wenn wir nach Dunkirk, New York fahren, um den Dunkirk Lighthouse zu untersuchen. gibt's. Auf einer 6 Meter hohen Klippe gelegen ist der heutige quadratische Turm mit angrenzendem Wohnhaus der zweite Leuchtturm für Dunkirk. Das erste Gebäude wurde 1826 aus Ziegeln fertiggestellt, die aus dem Ton einer nahegelegenen Lagune geformt wurden. 1831 ernannte Präsident Andrew Jackson seinen Stiefsohn Abraham Day zum Leuchtturmwärter zum Leuchter. Bis 1868 stellte der Jahresbericht der Leuchtturmbehörde fest, dass sich die Station in Dunkirk in einem schlechten Zustand befand. Ein dringender Antrag auf $15.000 für den Wiederaufbau des Leuchtturms wurde im März 1875 bewilligt. Der Abriss des alten Turms wurde am 2. Juni abgeschlossen und der erste Spatenstich für den Ersatzbau und das neue Wohnhaus erfolgte am 16. Juni 1875. Im Laufe der Jahre kam es in der Nähe von Dunkirk zu einer Reihe bemerkenswerter Schiffbrüche. Eines der tragischsten Unglücke geschah 1841, als die nach Chicago fahrende Erie ausbrannte und etwa 150 Menschen das Leben kostete. Ich bat unser Teammitglied und Medium Ashley O'Brien Salgado, durch das Gebäude zu gehen und zu sehen, ob sie im Leuchtturm etwas wahrnehmen kann. Hier ist sehr, sehr viel residuale Energie vorhanden. Es gibt hier so viel Geschichte. Leute laufen hier durch die Flure. Wissen Sie, Türen öffnen sich, Sie gehen in diesen Raum, gehen dort, man kann sie hören. Ich meine, es steckt so viel Geschichte in diesem Haus. Da ist jemand etwas wegen eines Stuhls. Lieblingsstuhl von jemandem. Hey. Genau das habe ich auch gesagt. Jemand sprach von einem Lieblingsstuhl? Jemand, der hier gelebt hat und etwas mit ihrem Lieblingsschiefen. Ich habe einfach das Gefühl, wie du sagtest, ich meine, wie ich sagte, eine Menge Geschichte, eine Menge, weißt du, die Leute, die den Ort leiteten und hier wohnten, das war ihr Wohnzimmer. Und ich etwas wegen eines Stuhls. Ich weiß nicht, was es ist. Etwas wegen ihres Lieblingsstuhls, in dem sie schliefen. Ich weiß es nicht. Weißt du nicht, ob es einer dieser Stühle ist? Ich glaube, nein, ist er nicht. Nein, aber irgendetwas wegen des Lieblingsstuhls von jemandem, in dem sie gerne schliefen. Wiederum viel residuale Energie, weißt du, da sind Leute, die aus der Küche kommen, die hier reinkommen, um zu essen. Genau wie in jedem alltäglichen Zuhause, das ist es, was sie tun. Ich kann sie riechen, ich kann das Essen riechen. Das ist es, was ich aus diesem Raum mache. Der Stuhl. Der Stuhl. Der Stuhl! Ja. Weiß nicht, was das ist. Du nimmst diesen Stuhl wahr. Und da ist ein Lieblingsstuhl. Da ist ein Mann direkt hier, der etwas über seinen Stuhl sagt. Das ist mein Lieblingsstuhl. Da habe ich früher jahrelang geschlafen. Lass uns hier hochgehen. Sie haben hier viele militärische Erinnerungsstücke und Sachen aus vielen Kriegen. Ja, diese Uniform hier. Auch draußen. Brauchst du was? Oh, dir wurde gesagt. Drüben bei der Straße war noch ein anderer Militärangehöriger. Und ich habe dem Platzwart beschrieben, dass er am Ärmel etwas hatte, das wie ein V aussah. Und es hatte einen Stern darin. Und das ist, was ich im Knöpfe, und das ist es, was ich bei diesem einen seltsamen Baum da drüben auf dem Feld gesehen habe.
Also hast du hier oben irgendetwas? Jemand hat gerade Frenz gesagt. Was? Frenz. Ich bin hier mit David Breezer vom Dunkirk Leuchtturm. Er wird uns ein wenig durch die Geschichte des Ortes führen und uns auch einige der paranormalen Ereignisse mitteilen, die hier am Leuchtturm stattgefunden haben. Bist du bereit, reinzugehen, David? Fangen wir einfach mit ein bisschen Geschichte des Ortes an. Der ursprüngliche Leuchtturm wurde 1826 erbaut. Er stand auf der östlichen Seite des Grundstücks. 1875 musste der Turm neu aufgebaut werden. Also haben sie ihn abgerissen und in die Mitte des Grundstücks versetzt, wo er heute steht. Wenn du diesen Flur hinunterschaust, kannst du die Treppe sehen. Er wurde hier wieder aufgebaut. Der ursprüngliche Turm war rund und sie beschlossen, dieses viktorianische Haus für den Leuchtturmwärter und seine Familie zu bauen. Sie mochten das Aussehen des ursprünglichen Turms nicht, also bauten sie einen quadratischen Turm um den runden Turm herum. Als der Turm 1857 noch an seiner alten Position stand, fügten sie eine fressende Linse dritter Ordnung hinzu. Die Linse ist 6 Fuß hoch und 4 Fuß breit. Es ist die Linse, die das Licht verstärkt, damit es 17 bis 22 Meilen weit hinaus auf den See strahlt. Sie zahlten 857 $10.000 für die Linse. Sie kam aus Frankreich. Was damals? $10.000 waren damals eine riesige Summe Geld. Ja. Heute ist sie etwa 1,5 Millionen wert. Und es gibt nur 2 davon im Bundesstaat New York. Jemand hat gerade Frenz gesagt. Was? Frenze. Der Geschichte nach war Charlie ein Freund eines der Leuchtturmwärter im späten 19. oder frühen 20. Jahrhundert. Er war ständig hier, hat geholfen, war zu Besuch und hat einfach seine Zeit hier verbracht. Eines Tages gerieten einige Kinder in der Brandung direkt am Leuchtturm in Not und drohten zu ertrinken. Also ging der Leuchtturmwärter und Charlie hinaus, um sie zu retten. Charlie und 2 der Kinder ertranken dabei. Und seit dieser Zeit sagt man, dass Charlie und die Kinder immer noch hier sind. Ich spüre, wie eine Person kommt und gegen meinen Arm drückt. Ich stand genau hier. Ich schaute aus diesem Fenster, weil es direkt auf die Zufahrt geht, wo das Tor ist und die Autos hätten hereinfahren müssen. Ich habe also gewissermaßen Ausschau nach ihnen gehalten, um sicherzugehen, dass ich sie begrüßen und ins Haus bringen kann, wenn sie kommen. Ich stand also so da und sah aus dem Fenster, als Charlie kam und sich gegen meine Seite drückte. Er blieb einfach dort stehen, ließ mir die Haare zu Berge stehen und mir wurde eiskalt. Ich dachte mir, ich möchte eigentlich einfach nur durch die Tür rausrennen und nach Hause gehen. Aber das kann ich nicht. Also drehte ich mich so zu ihm um und sagte, Charlie, ich muss diese Führung für diese Kommandeure der American Legion geben. Ich werde etwa 1 Stunde oder 1,5 Stunden hier sein, dann gehe ich und komme erst im Mai wieder, wenn wir für die Saison öffnen. Und in diesem Moment ist er buchstäblich einfach von mir weggegangen. Und der andere Herr, von dem angenommen wird, dass er hier ist, liegt etwas näher an unserer Zeit. Sein Name ist Dick Lawson. Dick hat etwa 25 Jahre hier gearbeitet und war auch ein guter Freund von David. Das war er. Er hat David hier gegenüber geäußert, dass der einzige Ort, an den er nach seinem Tod gehen würde, der Leuchtturm sei. Der Leuchtturm sei. Seit seinem Tod im Jahr 2010 gab es also viele Interaktionen, die für direkten Kontakt mit Herrn Lawson gehalten werden. Sie haben also selbst eine solche Erfahrung gemacht? Korrekt. Das war kurz nachdem er verstorben war. Ich musste das Haus öffnen, weil wir eine Bustour erwarteten. Wir mussten hereinkommen, alles reinigen und das Gebäude vorbereiten, da es im Winter geschlossen ist und er während der Winterzeit verstorben war. Wir mussten also hinein und das Gebäude hat eine Alarmanlage. Ich habe die Küchentür aufgeschlossen und wollte sie mit dem Code ausschalten, den ich immer benutze, doch sie hat 3 Tage in Folge die Polizei gerufen. Also habe ich am 3. Tag bei der Sicherheitsfirma angerufen und gesagt, ich gehe jetzt rein. Wenn der Alarm losgeht, ignorieren Sie ihn einfach. Ich ging hinein und gab den Code ein. Die Alarmanlage löste wieder aus. Schließlich sagte ich, Dick, hör auf mit der Alarmanlage zu spielen, sonst komme ich nicht mehr wieder. Und seitdem hat es funktioniert.
Sein Sinn für Humor wäre es gewesen, die Alarmanlage zu manipulieren, nur um uns wissen zu lassen, dass er hier ist. Diese Puppe hier ist fast 100 Jahre alt. Sie ist also schon eine Weile dabei. Nicht in diesem Haus, aber während der Zeit als Museum war sie hier drin. Und ich hatte schon ein paar verschiedene Begegnungen mit ihr. Eines Morgens kamen wir herein, um für eine Bustour zu öffnen, und der ganze Hochstuhl stand direkt vor dem Fenster, an dem ich stand, als Charlie mit mir sprach. Sie saß dort drüben, und ich habe nicht wirklich darauf geachtet, als ich morgens aufschloss und hindurchging. Dann kam Dicks Frau Barb, die bei der Tour half, herein, kam zurück und fragte, warum sitzt die Puppe vor dem Fenster? Ja, jo. Ich weiß auch nicht, warum die Puppe vor dem Fenster sitzt. Sie meinte nun, sie sollte nicht vor dem Fenster stehen, weil die Sonne natürlich nicht gut für sie ist, da sie so alt ist. Ich sagte, ich weiß es nicht. Also sagte ich, als ich gestern Abend ging, saß sie da, wo sie immer sitzt. Und sie sitzt immer hier. Und wir haben diesen kleinen blauen Ball hier drin. Normalerweise liegt der kleine blaue Ball in dieser Schale. Ab und zu komme ich herein und finde den blauen Ball in dieser Tasse. Er liegt jetzt schon seit etwa 3 Tagen in der Tasse. Und wenn ich ihn auf dem Boden finde, meine ich, es gibt keine Möglichkeit, dass er aus einer der Schalen kommt, weil sie einen Rand haben. Er kann also nicht einfach vom Tisch rollen. Ja. Also, wissen Sie, ich habe es die letzten Tage in der Tasse gelassen, nur um zu sehen, wie lange es dort bleibt, bis es wieder in der Schale oder woanders ist. Dieser Stuhl ist Teil unserer Ausstellung. Da steht, bitte setzen Sie sich nicht auf den Stuhl. Ja. Er ist ziemlich alt und ich glaube, wenn man sich darauf setzen würde, würde er wahrscheinlich zerbrechen. Ich würde wahrscheinlich zerbrechen. Wie auch immer, der Stuhl steht immer in diese Richtung. So wie er jetzt gerade da steht. Aber auf dem Boden unter dem Stuhl sind Kratzspuren, die in diese Richtung verlaufen. Und jedes Mal, wenn wir reinkommen, sauber machen, den Boden wischen, wachsen und so weiter, wissen Sie, verschwinden die Spuren. Wir stellen den Stuhl wieder dorthin, wo er hingehört. Und nach ein paar Tagen verlaufen die Spuren, die Kratzspuren, in die entgegengesetzte Richtung. Da ist ein Typ in meinem Ohr, der etwas über seinen Stuhl sagt. Das ist mein Lieblingsstuhl. Da habe ich früher jahrelang geschlafen. Okay. Nun, vor ein paar Wochen hatten wir eine Nachstellung des Bürgerkriegs auf unserem Grundstück. Und tagsüber führte ich einige der Bürgerkriegsdarsteller durch das Haus und wir sprachen über die Geister und die Aktivitäten im Haus und so etwas. Und eines der Dinge, die wir taten, war hier in den Keller zu kommen, um zu sehen, was da los war. Und einer der Darsteller oder 2 der Darsteller gingen genau in diesen Raum hier. Und wir stehen genau vor dieser grünen Tafel. Und ich war hier draußen mit einer der anderen Darstellerinnen, die eine Kamera hatte. Und sie machte von hier aus Fotos von den Darstellern und so einfach ein bisschen in diesen Raum hinein, sah sich um und so etwas. Und wir haben unsere Tour beendet. Wir gingen nach draußen und sie sah sich ihre Bilder an, kam zurück, hielt ihre Kamera hoch und sagte, schau dir das an. Und es war ein sehr interessantes Bild. Das ist das Bild, das sie gemacht hat. Was ich auf dem Foto hier deutlich sehe, ist eine Frau. Und es sieht aus, als wäre ein kleines Mädchen auf ihren Rücken gesprungen, um Hackepäck getragen zu werden. Ist es das, was... Das ist das Erste, was mir auf dem Bild aufgefallen ist, als ich selbst auf ihrer Kamera sah. Und für mich sieht es tatsächlich so aus, als würde sie sich zur Kamera umdrehen, hineinlächeln und sagen, ja, ich bin hier. Ja, man kann das auf jeden Fall fast genauso erkennen. Und weißt du, der Hautton wäre auch da. Das ist definitiv ein großartig aussehendes Bild. Wir werden von Mark Hudson unterstützt, dem leitenden Ermittler der Belief Spirit Investigators aus New York. New York. Mark und seine Frau Karen Hudson verwalten das Anwesen im Hinsdale House, wo wir uns zum ersten Mal trafen. Dan Klaas ist heute Abend in seinen Flitterwochen. Also wünschen wir Dan und seiner Frau Colleen natürlich sehr schöne Flitterwochen. Aber das gibt dir die Gelegenheit, hier bei der Untersuchung im Leuchtturm einzuspringen? kein Problem. Also Marc und ich gehen das Gebäude hier durch, bevor wir die eigentliche Untersuchung starten und messen die elektromagnetischen Felder und Temperaturen im gesamten Gebäude, damit wir eine Basis für unsere Werte haben, falls später etwas von den ursprünglichen Werten abweicht. Also legen wir los. Ja. Okay, eine 6,9 hier an der Treppe. Du hattest eine 6,9 an der Treppe? 6,9 an der Treppe. Ja.
Was misst du da? Nun, dieser Sicherungskasten ist heiß. Also wir sollten uns das notieren. Ich habe 6. Ja, der Sicherungskasten ist hier heiß. Ja. Also wir müssen sicherstellen, dass wir es in dieser Ecke haben. Wie gesagt, wir kennen die Theorien über EMF. Das hier ist wahrscheinlich... Weißt du, das ist die Kreidezeichnung, von der Sie sagten, dass das Bild des kleinen Mädchens, das, du weißt schon, fast auf dem Rücken der Frau saß. Richtig. Ich meine, es ist einfach EMF direkt da, weißt du, es kommt direkt von dort. Er strahlt direkt dort hinein. Es könnte Energie sein, die der Geist nutzt, um sich hier zu manifestieren, weißt du? Und das ist ein interessanter Punkt, denn es gibt viele Kontroversen über EMF-Felder, Angstkäfige und die Menge an EMF, die tatsächlich an einem Ort vorhanden ist. Kann das wirklich durch einen Faradayschen Käfig oder einen Angstkäfig erzeugt werden, was zu vermehrter paranormaler Aktivität beiträgt? Oder ist es einfach ein Nebenprodukt des vorhandenen EMF, das Halluzinationen, Paranoia oder ein ungutes Gefühl verursacht? Absolut. Deshalb ist es sehr wichtig, die unterschiedlichen Messwerte zu erfassen. Ja. Ich habe 6,5 vom Kabel kommt. Du sagtest, du hattest 6,9 an der Treppe. Ich habe beim Runterkommen eine 6,9. Ich habe 1,8 direkt. 0. Weg. Ja. Wir machen uns bereit reinzugehen. Ich habe Mark gebeten, hier das Team zu leiten. Wir werden diese Gruppe, die wir hier haben, in 2 separate Untersuchungen aufteilen, um zu sehen, ob wir verschiedene Erfahrungen sammeln und unterschiedliche Dinge auf den Tisch bringen können. Ich werde also von diesen 3 reizenden Damen hier neben mir begleitet. Direkt neben mir ist Len Shecky. Lynn und ich haben uns am Set von A Grim Becoming kennengelernt. Das ist der neue Film von Deep Tone Pictures. Darin spielt Brick Griffith mit, der bei Ghost Hunters dabei ist. Wir haben dich also gebeten, vorbeizukommen und dir das mal anzusehen. Bin wirklich sehr froh, dass du es geschafft hast, vor Ort zu sein und mit uns auf Geisterjagd zu gehen. Danke, dass ich dabei bin. Gern geschehen. Alles klar. Direkt neben Lynn werden wir von Julia und Julie Derken begleitet. Sie sind hier, weil sie einen Wettbewerb gewonnen haben. Julie hatte uns ein Bild auf unserer Facebook-Seite geschickt. Das war ein wirklich großartiges Beweisstück, das ihr da hattet. Könntet ihr kurz die Geschichte erzählen, was das für ein Bild war und was ihr glaubt, was es damit auf sich hat? Meine Großmutter ist am 15. Oktober gestorben. Und am 26. Oktober habe ich herausgefunden, dass ich mit ihr schwanger war. Wir lebten in Kentucky. Meine Freundin kam zu Besuch. Wir haben Fotos gemacht und so weiter. Ich habe das Bild erst vor etwa 2 Jahren. Und als ich das Bild sah, wusste ich sofort, dass es meine Großmutter war. Sie schwebt quasi über uns, ich halte Julias Hand und es ist, als würde meine Großmutter kommen und sie halten. Es sieht so aus, als würde sie beide Hände halten und ihre Arme um sie legen. Es ist definitiv ein sehr berührendes Bild. Es hat eine Menge Reaktionen auf unserer Seite bei unseren Fans ausgelöst. Was euch heute Abend hierher an den Standort des Dunkirk Lighthouse gebracht hat. Ich freue mich also sehr darauf, mit euch eine Geisterjagd zu starten. Und noch einmal, wir werden heute Abend 2 Teams bilden. Ich würde gerne mit euch beiden untersuchen. Für den Abend. Lynn, du wirst dich heute Abend Ashley und Mark bei ihrer Untersuchung anschließen. Also wir werden anfangen. Ich werde in das Gebäude gehen. Wir werden einige EVP-Sitzungen abhalten. Dann kommen wir zurück und tauschen die Gruppe. Geht ihr rein, macht ein paar EVP-Sitzungen und dann machen wir von dort aus weiter. Alles klar. Wir stehen also direkt am Fuß des Leuchtturms und ich weiß nicht, Chris, ob du da hochschauen kannst. Geht nach oben. Aber wir stehen hier an der Basis. Alles klar. Es gibt konkrete Berichte von Leuten, die gepiekst und berührt wurden. Physische Begegnungen hier in diesem Treppenhaus. Zeigt mir und zeigt Julie und Julia. Wenn ihr wirklich hier seid, könnt ihr mit uns sprechen. Während dieser EVP-Sitzung im Treppenhaus des Leuchtturms konnten wir fast sofort unsere erste EVP des Abends einfangen. Die Aufnahme ist das, was wir als Team für ein junges Mädchen halten.
Klar, Charlie, wenn du hier bist, ich habe gehört, du bist rausgegangen und hast versucht, einen Jungen zu retten. Du bist hinter der Landzunge ertrunken. Gibt es etwas, das du uns sagen möchtest? Eine Nachricht? Ich habe gerade diese Vision von einem älteren Herrn mit dunklem Haar, Schnurrbart und Bart. Sehr, sehr alt. Wir reden hier von der Zeit. Ja. Oh ja. Als sie diese Schnurrbärte und Bärte trugen. Und er trägt jetzt Uniform, eine dunkle Uniform, große alte Knöpfe, genau wie die Frisur. Das sehe ich einfach, wenn ich meine Augen schließe. Ich möchte James sagen. James. James, trittst du vor? James, bist du mit uns in diesem Raum? Gib uns einen Hinweis, ein Zeichen. Du kannst entweder in das Aufnahmegerät sprechen, wir können es damit erfassen, oder wenn du an etwas klopfen willst, gib uns irgendein Zeichen, dass du hier bist. Ich habe etwas Kleines gehört. Wir versuchen es oben. Ich würde zum Marineraum gehen. Hast du ein Gefühl für den Marineraum? Wir gehen in den Marineraum. Flüstert ihr, um etwas zu sagen. Was hörst du? Ja, ich habe ja gehört. James. Das klingt nach James. James. Ja, klingt wie James. Das war vorher auch. Das war voll nach unten. Bin ich einen Schritt zurückgegangen. Das ist wirklich schwer hier drin. Nein, als wir das erste Mal reinkamen. Erinnerst du dich, als ich sagte, als ich das erste Mal eingeschaltet habe? Genau. Als wir also die Treppe hochkamen, ja, ich habe es in dem Moment nicht gehört. Offensichtlich haben wir es gehört, dass wir es abgespielt haben. Als wir die Treppe hochgehen, hören wir den Namen James auf dem Aufnahmegerät. Ja. Kannst du das für mich abspielen? Genau da. Ihr geht alle einfach die Treppe hoch. Es ist schön, dass Ashley uns unterhält, nicht wahr? Also wir haben unsere Spiritbox hier im Keller des Dunkirk-Leuchtturms aufgestellt. Dieses Gerät funktioniert, indem es ein weißes Rauschen erzeugt, ein statisches Geräusch, indem es die Kanäle schnell durchschaltet. Das erzeugt offensichtlich diese Energie. Man glaubt, dass Geister diese Energie manipulieren und nutzen können, um über die Funkfrequenzen zu sprechen. Okay, ich sitze genau an der Stelle, an der ein Foto von einem Mädchen gemacht wurde, das jemand einen Huckepack nahm, getan. Ist dieses kleine Mädchen noch hier? Ich war schon einmal hier. Hörst du, wie schnell sich das ändert? Irgendwas. Ja. Wir waren vorhin schon hier unten. Gesehen, du wurdest hier unten gesehen? Dieser Keller im Obergeschoss, wo wir eigentlich keine Stimmen hören. James, bist du das?
Was sollen wir dir zeigen? Das ist tatsächlich nicht für dich. Ist hier bei uns? Versuchst du dich vor uns zu verstecken? Oh ja, ich werde mehr Zeug aufnehmen. Ich bin also dabei, die Spiritbox-Sitzung hier unten zu beenden. Ich möchte also eine offene Einladung an alle Geister aussprechen, die im Leuchtturm sind. Wenn ihr mit uns kommunizieren wollt, tut das bitte jetzt. Ich habe gehört, wie du versucht hast zu sprechen. Kannst du uns bitte deinen Namen sagen? Nein, aber der Teil in der Silbe klang fast so, als hätte es Ryan gesagt. Ryan. Könnte das Ryan sein? Gibt es einen anderen Ort in diesem Gebäude, in dem wir sind? Dieser Gastsoldat. Ein Gastsoldat? Ja, das schafft ich. Möchtest du, dass wir woanders hingehen? Hast du das Gefühl, dass ich etwas angucken kann? Ich habe etwas. Ein paar Mal während der Sitzung. Aber eines war wirklich nah dran. Im Laufe unserer Untersuchung konnten wir einige verblüffende EVPs und mehrere persönliche Erfahrungen aufdecken. Es besteht kein Zweifel, dass sich im Leuchtturm seit über 100 Jahren seltsame Vorfälle ereignen. Könnte die Präsenz hier Charlie sein, der Mann, der Ende des 19. Jahrhunderts ertrank, als er versuchte, Kinder vor demselben Schicksal zu bewahren? Oder könnte die Präsenz Dick Lawson sein, der seinem Freund David versprochen hatte, selbst nach dem Tod zum Leuchtturm zurückzukehren? Unsere Untersuchung hat stattdessen Beweise für die Theorie eines Mannes namens James und die Anwesenheit eines kleinen Mädchens gefunden. Nur eine Sache ist hier sicher. Es gibt noch viele Geheimnisse an diesem kleinen kolonialen Leuchtturm in Dunkirk, New York, zu lüften.